Ja, hallo, hello, hola, benvenuti to our second keynote of the Young Influencers for Ecological Change. Wie immer werden wir hier ungefähr 1,5 Stunden zusammen sein, diesmal mit dem interessanten Thema Storytelling. Wir machen mittendrin eine kleine Pause, damit die Dolmetscherinnen eine kurze Pause haben und wir auch Fragen sammeln können, die ihr gerne im Chat stellen könnt. Wir haben heute die große Freude, Andres Feil zu begrüßen. Andres Feil ist einer der profiliertesten und interessantesten Filmemacher in Deutschland und auch ein langjähriger Partner und Freund des Goethe-Instituts. Er ist bekannt geworden mit Dokumentarfilmen über wichtige, brisante zeitgeschichtliche Themen, hat aber auch einige sehr interessante Spielfilme gemacht. Und bei dem Film, den er neulich hier in Barcelona uns präsentiert hat bei der Eröffnung der Deutschen Filmwochen Ökozid, mischt er auf eine sehr intelligente Art und Weise Dokumentation und Fiktion. Und das interessiert uns in unserem Programm Young Influencers for Ecological Change ganz besonders. Zumal auch das Thema Ökozid ein Thema ist, was eng mit unserem Thema und unseren Kampagnen zu tun hat. Bei Ökozid, einige von euch haben den Film sicher schon gesehen, geht es nämlich darum, dass in einer sehr nahen Zukunft, nämlich im Jahr 2034, der Klimawandel, die Klimakatastrophe schon so weit fortgeschritten ist, dass Den Haag in den Niederlanden überschwemmt ist und der internationale Gerichtshof sich nach Berlin verlagert hat. Und dort in Berlin findet ein nie dagewesener Prozess statt, ein zivilgerichtlicher Prozess. Da wird nämlich die deutsche Regierung oder werden die deutschen Bundesregierungen der Jahre 1998 bis 2020 angeklagt, nicht genug getan zu haben, um diese Klimaveränderungen abzubremsen und abzumildern. Ein Film, der sehr empfehlenswert ist. Wir werden aber heute bei Storytelling nicht nur über diesen Film reden, sondern auch von Andres Feil erfahren, was zu einer guten Geschichte dazugehört, wie man eine gute Geschichte recherchiert und wie man auch gerade, wenn man ökologische Kampagnen macht, in diesem sehr interessanten Zwischenfeld arbeitet, nämlich zwischen den ökologischen, den sozialen und wirtschaftlichen, naturwissenschaftlichen Fakten einerseits, weil die Klimakatastrophe ist ein brisantes Faktum, aber wir lernen ja auch in unserem Programm, wie man die Kommunikation so aufbereitet, dass sie wirklich spannend ist, dass die Leute dabei bleiben, dass die Leute sich identifizieren, dass sie sich angesprochen fühlen. Und da ist es besonders interessant für uns von einem Filmemacher, der auch seine Drehbücher selber schreibt, zu erfahren, was macht eigentlich eine gute Geschichte aus? Andres, bitte. Ja, was macht eine gute Geschichte aus? Erstmal Geschichte natürlich, die mich beschäftigt, die ich nicht nur anhöre oder anschaue, sondern die am nächsten Tag noch nachwirkt. Das heißt, sie muss überraschend sein. Sie muss mir neue Einsichten oder einen neuen Einblick oder eine neue Erfahrung vermitteln, die ich entweder selbst gemacht habe oder gerade weil ich sie nicht gemacht habe, sie meinen eigenen Horizont erweitert. Und ich nenne es manchmal, eine gute Geschichte bringt Sauerstoff in den Kopf, also lüftet durch, verändert Blickwinkel, verändert meine Sicht auf die Welt und vielleicht auch in Sekunden oder Minuten verändert sie mich. Und ich glaube, das sind Geschichten, die einen eigenen Erzählraum haben, die einen Menschen mir nahebringen, den ich kennenlerne, dessen Einsichten mich vielleicht herausfordern, mich wütend machen, vielleicht in manchen Momenten oder zumindest meine eigene Weltsicht in Frage stellt. Und dadurch passiert etwas, provokare, etwas hervorrufen. Ja? Das heißt, ich glaube, dass Geschichten nicht nur überraschend sein müssen, egal ob sie humorvoll sind oder ernst oder tragisch oder komisch, sondern dass sie darüber hinaus eben eine Halbwertszeit haben, die nicht so schnell abbaubar ist. Das heißt, je besser eine Geschichte ist, desto länger erinnere ich mich und desto länger braucht es auch, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes verdaut oder abgebaut wird. Was sind das jetzt für Geschichten? Es sind erstmal natürlich Geschichten, die voraussetzen, dass derjenige oder diejenige, die sie geschrieben oder umgesetzt hat,
dass diejenigen sich mit diesem Thema, mit diesen Menschen intensiv schon mal beschäftigt haben. Es setzt voraus, sagen, eine Stofffülle, die sich langsam verdichtet, ein Wissen um die Figuren. Und dann ist es ein Vorgang, der immer praktisch von Stufe zu Stufe präziser, genauer wird und durchdachter wird. Das heißt, ich glaube, um eine gute Geschichte auf den Weg zu bringen, muss ich wissen, einmal, was will ich erzählen? Das Zweite, wen will ich erreichen? Also ganz wesentlich will ich nur die erreichen, die vielleicht ähnlich denken, also um mich herum, meine Freunde, wo ich schon weiß, ich kann mit bestimmten sprachlichen Kodierungen, die wissen schon, was gemeint ist, ja. Oder will ich vielleicht gerade die erreichen, die anders denken, die auf einem anderen Weg unterwegs sind und vielleicht Vorurteile haben, die sich mit meinen gerade nicht decken, die in Anführungsstrichen vielleicht sogar engstirniger sind oder die ich eigentlich, normalerweise würde ich mit denen nicht gerne meine Freizeit verbringen. Will ich die auch erreichen und wie schaffe ich das? Ja, das ist ja, glaube ich, immer die wesentliche Herausforderung. Wie groß ist die Zielgruppe und was weiß ich von dieser Zielgruppe und wie will ich die nicht nur erreichen, sondern vielleicht sogar beeinflussen. Also wenn wir jetzt richtig von einer Kampagne sprechen, dann geht es ja darum, dass wir überzeugt sind, dieser Welt etwas mitteilen zu können und vielleicht auch sogar mitteilen zu müssen und da eine möglichst weite Reichweite entfalten. Dann ist die große Frage natürlich, wie verpacke ich das, was ich erzählen will? Es gibt wie immer sehr unterschiedliche Formen dafür. Ich fange mal an mit den einfachsten Unterscheidungen. Das eine ist, ich gucke mich um in der Realität und beobachte. Dann bin ich im Dokumentarischen unterwegs. Das heißt, ich schaue mir jemand an, ein Wissenschaftler, der jetzt eine sensationelle Forschung gerade betrieben hat, oder ich beobachte meinetwegen jemand, der sich mit neuen Formen von Abfallrecycling, von Kreislaufwirtschaft beschäftigt und folge dem im Alltag, begreife, was der für Motive hat, wie der dazu gekommen ist. Und dann sind wir schon bei der Frage, was macht die Geschichte spannend? Ja, nehmen wir das Beispiel jetzt von jemand, ist ein Wissenschaftler und hat neue Modelle von der Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft heißt, dass wir eben ressourcenarm produzieren, nicht nur CO2-arm, wenn es geht, sondern auch möglichst wenig Wertstoffe dabei verbrauchen und vor allem die dann wieder zurückführen. Deshalb Kreislauf. Und in dem Sinne auf Dauer Rohstoffe nicht nur sparsam verwenden, sondern konsequent wiederverwerten. Kann man sagen, das ist erstmal ein interessantes Thema, aber was ist daran jetzt so spannend? Irgendwo wissen wir es ja schon, da könnte ich auch einen Zeitungsartikel dann drüber schreiben oder einen Text ins Netz setzen. Wie mache ich jetzt aus so einem eher doch trockeneren Thema ein spannendes? Und da kommt natürlich die Frage der Protagonistenauswahl. Man könnte sogar sagen Casting. Das heißt, ihr habt vielleicht in eurer Stadt 5 oder 6 Leute, die sich mit Kreislaufwirtschaft in irgendeiner Weise beschäftigen. Ein Abfallunternehmer, einen jungen Menschen, der eine fantastische Idee hat, ein Start-up gerade gegründet hat, um da was auszuprobieren. Und ihr guckt euch die alle an und dann ist die Frage, ja, wer ist jetzt eigentlich am interessantesten dafür? Und mir geht es immer so, dass ich, wenn ich einen Menschen treffe, dann ist immer eine Frage, welche Energien hat die Welt verändern oder ist vielleicht tut, aber es eigentlich doch mehr wie eine Schlaftablette rüberkommt, weil er ganz langsam spricht und Pausen macht und ich erstmal überhaupt nicht verstehe, worauf er raus will. Und dann mache ich ein Casting. Das heißt, ich beobachte den, ich drehe vielleicht mal den mal und dann komme ich zu einer anderen Person, die mich vielleicht plötzlich ganz anders interessiert und dann wähle ich aus. Und ich wähle aus auch nach der Frage der Entwicklung. Ja? Nehmen wir an, der Wissenschaftler ist kurz davor, den Nobelpreis zu bekommen. Und dann kriegt er plötzlich, der ist eigentlich zu Hause immer nur in seinem kleinen Forschungslabor und wird plötzlich an das Licht der Öffentlichkeit, weil diese Idee seiner Kreislaufwirtschaft sensationell in die Welt geht. Ja, und dann ist es natürlich spannend, diesen Mann zu beobachten, wie wird eine erwarten gewachsen ist, wie ein Gemstone, wie ein kleiner Juwel.
Plötzlich kriegt er einen internationalen Schub, Investoren interessieren sich für den und dann wird die Geschichte plötzlich groß. Ja, das heißt, auch jemand, der vermeintlich uninteressant ist, kann durch so einen Rückenwind plötzlich extrem spannend und interessant werden. Das nennt sich dann die Heldenreise. Das heißt, ich habe einen Helden und mit dem reise ich, den begleite ich eine Zeit lang. Und wann wird diese Reise interessant? Die Reise wird dann interessant, wenn dieser Held oder die Heldin viele Widerstände hat auf dem Weg. Ja? Also nehmen wir nochmal das Beispiel des Wissenschaftlers. Er hat einen Konkurrenten, der ihn öffentlich madig macht, der ihm öffentlich erzählt, öffentlich verbreitet, seine Forschungen beruhen auf falschen Tatsachen. Der hat Werte gefälscht und er hat abgeschrieben. Ja? Dann plötzlich ist die Frage, kann man so jemanden einen Preis verleihen? Das sind dann alles Widerstände auf dem Wege, die die Heldenreise interessanter machen, weil er eben das nicht einfach geschenkt kriegt, diesen Preis, sondern unglaublich viele Demütigungen. Er muss Staub fressen, er wird bekämpft, er wird lächerlich gemacht und wir folgen ihm, wir glauben an seine Reise, an das Ziel, dass er eine gute Idee hat und dadurch wird der weitere Weg natürlich spannend, weil die große Frage ist, erreicht er das oder erreicht er das eben irgendwann dann eben nicht? Er scheitert, ja. Also auch das Scheitern ist natürlich eine interessante Kategorie. Es muss nicht immer die Heldenreise mit dem Lorbeerkranz des Oscars oder des Nobelpreises enden, sondern es kann auch ein tragisches Ende haben, ja, dass jemand eine gute Idee, weil die Welt noch nicht so weit ist, ja, das kennt ihr ja bestimmt auch, also das bringt eine Idee, sie kommt zu früh, ja, und dann wird derjenige bekämpft, weil er die Konkurrenz herausfordert, weil er all die herausfordert, die in den alten Traditionen und Konventionen denken. Und deshalb scheitert er, weil die Welt noch nicht so weit ist. Das heißt, mein Ziel kann durchaus auch erreicht werden als Autor. Mein Ziel, dass ich eine Figur interessant mache, die muss nicht immer gewinnen am Ende. Ja? Auch das Scheitern kann ja eine ganz große Tragik haben, dass ich wütend werde, dass ich am Ende diesen Film sehe und denke, ja, warum hat der Held das nicht geschafft? Warum ist die Welt so blöd und erkennt nicht, was dieser Mensch eigentlich mitbringt? Das heißt, interessant ist, wenn Bettina fragt, was macht eine Geschichte spannend, dann würde ich immer erstmal sagen, guckt aufs Ende. Ja? Mit welchem Gefühl geht ein Zuschauer, egal ob es ein Kampagnenclip ist oder ein langer Film, mit welchem Gefühl möchte ich, dass der Zuschauer rausgeht? Ja? Was soll er erkannt haben? Welche Art von Erkenntnisöffnung in seinem Kopf, was ich vorher Sauerstoff genannt habe, was soll jemand mitnehmen? Wie überrasche ich ihn? Ja, weil das ist, glaube ich, immer ganz wesentlich, wenn man vom Aufbau eines Filmes ausgeht, dass ich Wendungen drin habe, dass ich auch in einer Kampagne oder genauso in einem langen Film, dass ich nicht erzähle, ja, so ist der Zustand und so ist es jetzt, sondern der Held will etwas, dann kommen die Widerstände, dann kommen die Konflikte, dann eskaliert das und dann sieht es ganz kritisch aus, er wird es wohl nicht schaffen und am Ende schafft er es oder umgekehrt, es sieht erstmal gut aus und dann am Ende schafft er es dann doch nicht. Ja, das heißt, ich beobachte einen Menschen, stelle ihn vor und das betrifft auch jedes Genre. Das ist immer die Konvention. Erstmal muss man ja den Menschen mit seinen Ideen kennenlernen und aufgrund dann dieser Ideen, die sprechen mich an, ich werde neugierig, ich denke, ja, das ist eine spannende Idee, möchte ich gerne mehr erfahren. Ich finde den Menschen auch sympathisch, der da vorgestellt wird. Dann kommen die Schwierigkeiten, dann kommen die Konflikte, ich bange mit ihm, schafft er es oder schafft er es nicht. Und dann am Ende, man könnte auch sagen, in der 3-Akt-Struktur, im 3. Akt, im letzten Akt löst sich dann eben auf, scheitert er oder kriegt er die Belohnung, die wir ihm alle wünschen. Und von daher gibt es, glaube ich, in jeder Erzählform ganz bestimmte Gesetzmäßigkeiten, ja, wo es ganz gut ist, die erstmal auch mal kennenzulernen. Und wenn ich sage, ein Film vom Ende her denken, dann kann ich ja darüber bestimmen, ja, soll der Zuschauer erlöst werden, ja, dass es gut ausgeht und dass es humorvoll ausgeht, vielleicht auch
mit einer tragischen Note da drin, aber erstmal möchte ich, dass der Zuschauer über den Humor eine Botschaft transportiert bekommt, dass es nicht so schwer ist und nicht so 1:1 in seiner Dramatik und der großen Angst oder der Panik, sondern ich mache es in der Leichtigkeit und lasse es gut ausgehen, oder ich zeige die Qualen eines Menschen, ja, und zeige, wie jemand leidet, weil er einen Fehler gemacht hat. Und bin unbarmherzig und sage, guckt her, also dann sind wir mehr sozusagen im moralischen Duktus. Wenn wir so weitermachen, passiert das und das, dass die Menschen, die glauben, hier die Erde weiter verschmutzen und so weitermachen können wie bisher, das endet im Desaster. Muss ich immer an Greta Thunberg denken. I want you to panic. Ja? Das heißt, will ich mit der Angst arbeiten? Will ich mit der Bedrohung arbeiten? Oder will ich mit einer gewissen Leichtigkeit mehr Menschen ansprechen, weil die Gefahr natürlich immer ist, wenn ich Angst und Panik mit diesen Emotionen arbeite, dass die Menschen zumachen, dass sie sagen, das will ich nicht wissen oder mein Leben ist schon schwer genug und jetzt kommt da noch so eine Kampagne, die mir noch mehr Angst macht. Ich kann doch nicht mit der Angst leben. Ja, also es gibt das Grundrecht auf Verdrängung und das finde ich immer interessant, weil in jeder Geschichte, mit jedem Material kann ich alles machen. Also wir sind eigentlich die Götter der Erzählung. Wir bestimmen, was wir erzählen, wir bestimmen, wie wir es erzählen, wir bestimmen, indem wir eine Form wählen, ist es mehr realistisch, ist es beobachtend, dokumentarisch, arbeiten wir mit Schauspielern oder verstecken wir, dass wir eigentlich Schauspieler haben und tun so, als wenn es dokumentarisch wäre. Also es gibt ja fließende Übergangsformen in den Konventionen auch. Aber am Ende ist einfach diese Frage, die an uns immer zurückkommt. Wen wollen wir erreichen? Mit welchen Mitteln wollen wir das tun? Und mit welcher Erkenntnis oder mit welchem Gefühl wird der Zuschauer dann entlassen, wenn die Kampagne oder das Commercial oder was auch immer der Film zu Ende ist. Und darüber können wir sehr, sehr frei bestimmen. Um das zu tun, müssen wir aber natürlich unsere Mittel kennen. Ja, wir müssen genau entscheiden, das fängt von unseren Möglichkeiten ab. Haben wir jetzt Schauspieler zur Verfügung? Haben wir halbwegs gute Schauspieler auch zur Verfügung, die das dann so umsetzen, dass es Spaß macht, mit denen zu arbeiten und auch Spaß macht, ihnen zuzusehen? Oder ist es nicht interessanter, ganz einfach mit Zeichentrick, also sprich Animation zu arbeiten, einfachen Zeichnungen, um dadurch auch nochmal was zu vermitteln, weil wir dann freier sind? Und das heißt, es ist natürlich immer eine Frage, welche Möglichkeiten von den Budgets steht uns zur Verfügung, wie optional ist es oder wie wünschenswert ist es dann noch darüber hinaus was zu machen. Aber meine Erfahrung ist, dass je einfacher manchmal die Geschichten sind und je einfacher auch die Mittel sind, dass die Wirkung deshalb eben durchaus groß sein kann. Ja? Es kommt nicht immer darauf an, jetzt sophisticated sozusagen alles auszureizen, sondern es können manchmal mit sehr einfachen Mitteln und auch mit relativ wenig Geld großartige Kampagnen, großartige Werke entstehen. Ich glaube, das Allerwichtigste daran ist, dass ihr selbst erstmal was mitteilen wollt, dass ihr, ich spreche von der inneren Notwendigkeit, dass euch etwas wehtut, dass ihr sagt, darunter leide ich, das darf nicht so weitergehen. Das heißt, ihr müsst wissen, was euch aufstößt. Ihr müsst wissen, was ihr verändern wollt. Und dann, wenn das erstmal gesetzt ist, dann geht das Projekt nicht gegen die Wand, sondern durch die Wand. Ja, weil immer Widerstände sind. Ihr arbeitet mit Menschen zusammen, die vielleicht nicht so motiviert sind wie ihr. Ihr arbeitet mit Budgets, die plötzlich begrenzt sind, weil einfach im Prinzip kein Geld da ist und der beste Kumpel sagt, ja, tut mir leid, jetzt habe ich einen Auftrag, hätte ich gern für euch gemacht, aber ich habe jetzt, ihr könnt mich nicht bezahlen, aber jemand anders bezahlt mich und plötzlich brechen euch die Menschen weg, mit denen ihr zusammenarbeiten wolltet. Also es gibt permanent Widerstände. Ja? Also einen Film zu machen, eine Kampagne zu machen, ist auch eine Heldenreise, um das einfach mal gleich zu sagen. Das heißt nicht nur, ihr beschreibt jemand, der was will und es nicht kriegt oder es doch kriegt,
sondern ihr selbst seid mindestens genauso Helden, Heldinnen des Alltags, wenn ihr so eine Kampagne anfangt. Und jetzt vielleicht nochmal konkreter zur Form. Ja, ich habe ja gesagt, das Wichtigste ist, ihr müsst wissen, was ihr erzählen wollt und warum ihr das tut. Da muss eine Dringlichkeit dahinter sein. Je mehr eigene Notwendigkeit, umso besser. Und dann ist die große Frage, ja, wo anfangen? Dann habt ihr ein Thema, nehmen wir an Plastik. Ich fange jetzt einfach mal an zu fantasieren. Jeder weiß es, Plastik in der Nahrung, in den Fischen, überall ist das Plastik in den Meeren ein Riesenproblem. Ja. So, jetzt einfach das Modell. Ihr sagt, ja, was können wir da eigentlich machen? Wir wollen da eine kurze Kampagne starten. Fällt euch ein, ja, ein Angler, ich fantasiere jetzt wirklich eine Hausnummer, ein Angler ist gedankenlos und trinkt Cola, wirft den Verschluss ins Wasser und kaut ein Kaugummi, wirft es auch ins Wasser, holt den Fisch raus und abends brät er den und isst den komplett, weil er Hunger hat, und dann kaut er auf den Kaugummiresten rum und er kaut auf dem, spuckt dann irgendwann aus den Plastikverschluss. Und dann kommt noch ein kleiner Dosenöffner dazu und so weiter. Und sagt, Plastik, kein Problem. Ja? Also er ignoriert das, ihr macht eine Figur, die das Problem unmittelbar erlebt, eigentlich zu einer Witzfigur, zu einer Karikatur, die das ignoriert. Das ist alles kein Problem. Ja, dann kaut man das und spuckt es halt aus und er erstickt fast da dran, dann kommt immer mehr. Und man merkt, er hat schon einige Plastikfische gegessen, weil er permanent irgendwelchen Abfall ausspuckt. Und dann sagt er weiter, Plastik, kein Problem, mir schmeckt's. Ja, dann sind wir in der Komödie. Das heißt, ihr nehmt die Figur und überzeichnet sie und spielt mit der Ignoranz. Das heißt, ihr macht diese Figur fast lächerlich in ihrer Ernsthaftigkeit. Dadurch entsteht Humor, indem ihr diese Figur unglaublich ernst nehmt. Dadurch, und ich als Zuschauer natürlich denke, wie kann man so blöd sein, das nicht kapieren, dass es nicht unbedingt am schmackhaftsten ist, Dosenöffner und Plastikpapier und Kaugummi auszuspucken, wenn man einen Fisch isst. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, das Tragische zu zeigen. Ja, also das heißt, ihr habt die gleiche Situation und dieser Mann, das wäre jetzt die Greta Thunberg-Variante. Ja, der kriegt Bauchkrämpfe. Ja, er läuft blau an, er spuckt aus, jemand schneidet ihm den Bauch auf und da kommt nur Plastik raus. Ja, er überlebt das auch noch und kriegt aber dann Schüttellähmung und Krämpfe und man zieht ihm beim Sterben zu. Ja, so. Das wäre die tragische Variante. Also man sagt, okay, wenn das jetzt die Folge ist, Erbkrankheiten, die Kinder haben auch schon alle Plastik in den Gelenken drin, dann sind wir im Horrorszenario. Auch das ist eine Möglichkeit. Also ich denke immer wieder, auch der Schock kann heilsam sein. Ja? Der Humor kann unter Umständen dazu führen, dass man lacht und sagt, ach, das ist alles, man vergisst es vielleicht auch schneller, aber man ist gut unterhalten. Der Schock kann tief sitzen, wenn es Menschen trifft, die eigentlich schon eine Offenheit haben und denen durch so eine Kampagne plötzlich etwas bewusst wird und das tatsächlich zu einer Verhaltensänderung führt. Ich will nur mit diesen beiden Beispielen deutlich machen, es gibt eine unendliche Fülle von Optionen und wichtig ist, dass sie euch Spaß machen. Ja, wenn ihr und dass es euren Motivationen entspricht. Das heißt, wenn ihr sagt, wir leiden darunter, wir wollen eine Ernsthaftigkeit, wir wollen auch mit dem Schock arbeiten, dann ist es gut, auch in diese Dramatisierung zu gehen. Wenn ihr sagt, na, wir erreichen aber mehr Leute über den Humor, über die komödiantische Form, die scheinbar gut ausgeht, ja, dann ist das eher das Mittel der Wahl. Da müsst ihr selbst für euch herausfinden, was euch am meisten interessiert. Es geht nicht darum, nur sympathische Menschen zu zeigen. Ja, man kann durchaus auch Geschichten erzählen mit einem Gegenüber, also mit mit einem Antagonisten und einem Protagonisten, die sich streiten, die
in dem Sinne beide Recht haben und wo ihr es dem Zuschauer schwerer macht. Ja? Das heißt, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr selbst noch unsicher seid, wo es nicht ein klares Schwarz oder Weiß gibt im Sinne von Recht oder Unrecht, der ist gut und der ist böse, sondern auf die Kompliziertheit der Welt eingeht, wo ihr selbst eine Untersuchung anstellt, ja, wo ihr sagt, okay, das sind zwei Meinungen, ja, und die sind beide eigentlich stichhaltig über zwei Figuren. Die eine ist vielleicht populärer und die andere ist umstrittener. Ja? Also nehmen wir an Atomkraft. Ja, wenn jetzt Leute sagen, ja, die einzige Möglichkeit, schnell den CO2-Verbrauch zu senken, müssen wir über Atomkraft gehen. Das ist allemal besser als Kohlekraftwerke. Ja, das ist ja unter anderem Bill Gates, das sind da einige, die das verbreiten. So. Jetzt gibt es andere, die sagen, viel zu gefährlich, wir verlagern das Problem in die Endlagerung wegen terroristischen Angriffen. Also alles ist eigentlich nicht gelöst, das ist Augenwischerei. Jetzt könnte man sagen, nehmen wir beide ernst oder behaupten wir, Bill Gates ist jemand, der seine Aktien in Atomenergie angelegt hat und deshalb ein Interesse hat, dass diese Technik weiter ausgebaut wird. Diese Option, sagen zwei unterschiedliche Herangehensweisen zu beleuchten, bedeutet eine offene Reise. Ja, das ist jetzt sozusagen ein dritter Weg. Ich habe die ersten beiden Wege, wäre Tragödie, Komödie. Und das dritte wäre eben eine Reise, die ein permanentes Ringen, mal glaube ich dem einen mehr, dann zieht mich ein anderes Argument wieder rüber. Das heißt, es ist wirklich eine offene Reise, die mich zum Nachdenken bringt, weil ich verunsichert werde, weil ich denke, ja komisch, eigentlich habe ich immer gedacht, wir müssen mit der Atomkraft aufhören, aber ist es vielleicht doch ein Argument, weil das die einzige Chance ist, dass jetzt nicht weiter in Kohle investiert wird noch, kurzfristig den CO2-Haushalt in bestimmten Ländern wie Indien oder China dann zu senken. Ja, ist das ein Argument, müssen wir das ernst nehmen oder gibt es da auch Alternativen? Wer steht hinter diesen Argumenten? Welche Interessen stehen hinter den Argumenten? Ja, das wäre sozusagen ein Projekt, was aufwendiger recherchiert, was bedeutet, dass ihr vielleicht selbst noch nicht wisst, wem ihr am Ende recht geben wollt, was unter Umständen natürlich dann eine Herausforderung ist, weil ihr euch auch untereinander streitet. Ja, weil wenn das jetzt eine Gruppe ist und ein paar sagen, ja, eigentlich finde ich den glaubwürdiger und die anderen sagen, aber das stimmt nicht, weil aus den und den Gründen hat der andere Interessen und darüber spricht er nicht, bringt man die zweite Ebene, was treibt Menschen dazu an? Ja, es gibt diesen schönen Spruch, sage mir, wer dich bezahlt und ich sage dir, was du denkst. Ja, gibt es also dann finanzielle Interessen oder andere Interessen im Hintergrund, muss man die da nicht auch reinbringen, um deutlich zu machen, warum jemand so argumentiert, wie er argumentiert. Und plötzlich sind wir in der Komplexität dieser Welt. Jetzt könnte man noch einen Schritt weitergehen und sagen, uns interessiert auch das Böse. Ja? Nehmen wir mal an, jemand, der vorsätzlich in Erdöl weiter investiert und der vor allem dann auch Werbekampagnen mit unterstützt für die Erdölindustrie, ExxonMobil oder Shell oder und das aus voller Überzeugung tut. Wie gehen wir mit einem Anti-Charakter um? Ja, das ist ja dann auch nochmal eine interessante Frage. Wie stellen wir jemanden dar? In der Kampagne muss es natürlich eher schwarz-weiß sein, muss es schnell auf den Punkt kommen. Wenn das jetzt eine 20-Minuten-Arbeit wäre, wo man etwas in die Breite oder wo ihr in die Tiefe gehen könnt, wäre es ja interessant, auch den Gegner kennenzulernen. Ja? Also mit welchen Argumenten arbeiten die und wo könnte man ihnen am besten beikommen? Also wo sind sie protected, wo sind sie geschützt, weil sie da immer die gleichen Abwehrargumente haben und an welche sozusagen von der Seitenlinie, wo könnte man sie so treffen, dass sie nicht mit den immer gleichen Schlagworten versuchen, sich zu rechtfertigen. Wie kann man da einen Prozess in Gang bringen? Ich sage jetzt mal das große Stichwort Deinvestment, dass die Leute einfach sagen, nicht nur Proteste, sondern das Geld muss abgezogen werden. Ja, auch das wäre eine interessante Kampagne, dass man sagt,
wo wird eigentlich diese großen Geldströme in der Welt, wo gehen die eigentlich hin? Wie kann das sein, dass auch die Europäische Zentralbank, ihr kennt es, in Frankfurt war ja die Demonstration von Fridays, wie kann es sein, dass selbst die Europäische Zentralbank dass weiterhin Subventionen und Kredite in Milliardenhöhe eben in die Erdölindustrie, Kohleindustrie fließen? Das heißt, auch da ist es ja interessant zu überlegen, wo kann man ansetzen? Wie ist es möglich, komplexe Themen und ökonomische Themen sind immer auch kompliziert. Wie ist es möglich, das konkret anzugehen? Aber ich will auf jeden Fall den Mut machen, weil wir ja Filme brauchen. Wir brauchen Kampagnen, die das breiter streuen, weil offensichtlich eines fehlt, Wissen. Ja, immer wieder stelle ich fest, dass es Wohlmeinende gibt, die aber ganz schnell verunsicherbar sind, wenn eben Kampagnen von der Gegenseite kommen, plötzlich Argumente nachbeten, die sie von ganz woanders übernommen haben, die aber sachlich falsch sind. Von daher ist es so wichtig, dass möglichst viele Menschen und vor allem ihr jetzt als junge Menschen euch engagiert und Geschichten findet, die Verhältnisse durchleuchten, die Machtverhältnisse, Strukturen sichtbar machen, die euren Zorn, eure Enttäuschung, eure Wut in kurze oder auch längere, prägnante Geschichten, dass ihr das schafft, weil Bilder verändern die Welt. Ja, wir stellen ja immer wieder fest, dass kleine Ereignisse oder sogar ein bestimmtes Bild von einem Ereignis ganze Einstellungen verändern. Es ist ein Bild, zum Beispiel vielleicht erinnert ihr euch, bei der 2015, 16 war es ein totes 2-jähriges Kind am Strand von Griechenland. Ja, wo vorher sind Hunderte, Tausende gestorben. Und dieses Kind hat sich eingebrannt bei ganz vielen, weil plötzlich deutlich war, aha, es trifft Kinder. Es trifft Unschuldige, die einfach ertrinken. Und es braucht manchmal Bilder. Und es braucht eben deshalb auch Geschichten um diese Bilder, die einen Bewusstseinswandel in Gang bringen. Und ich glaube, von daher ist es wichtig, dass ihr diese Geschichten ernst nehmt und dass euch auch klar ist, ihr könnt damit was verändern. Es ist nicht nur eine private Angelegenheit, dass ihr vielleicht hier was lernt und die Zeit gut verbringt und da am Ende irgendwas rauskommt. Bestimmte Bilder haben die Welt schon verändert. Und ich kann das abschließend auch nochmal, um auf Ökozid zurückzukommen, ein Film, den ich auch aus dieser persönlichen Wut, Betroffenheit über die Wucht des Klimawandels, der natürlich auch hier in Deutschland ankommt, aber Deutschland immer noch ein Land ist, was finanziell verhältnismäßig gut dasteht, aber eben auch massive Versäumnisse sich vorwerfen lassen muss, obwohl man das erstmal nicht denkt, weil man denkt, na, Angela Merkel war doch immer schon auf den Klimaschutzkonferenzen diejenige, die in nächtlichen Verhandlungen sich eingesetzt hat, dass die Grenzwerte dann doch reduziert werden. Und wenn man sich die deutsche Politik wie in Ökozid genauer anschaut, dann stellt man fest, es ist eine absolute Schizophrenie, nämlich das eine zu behaupten und das andere zu tun. Und die Politik war ein Germany First. Ja, es ging um die deutsche Automobilindustrie, die sollte weiter Luxusautomobile mit hoher CO2-Verbrauch herstellen sollen müssen, weil die sehr profitabel sind. Und da wurden immer Sonderregelungen für Deutschland dann ausgefochten und auf die Weise dem Klima massiv, der Klimawandel eben nichts entgegengesetzt oder viel zu wenig. Ich erzähle das deshalb, um nochmal deutlich zu machen, dass dann aber in der Folge wir einmal ein Urteil hatten des Bundesverfassungsgerichtes im Mai in Deutschland, was ähnlich argumentiert hat, was die Politik zum ersten Mal über einen juristischen Beschluss gezwungen hat, Klimaschutzziele nachzubessern. Und wir hatten jetzt vor 2 Wochen einen ganz ähnlichen Fall, das heißt, in Ökozid wird diese Klage, dass die Bundesrepublik Deutschland verklagt wird aufgrund Versäumnisse in der Klimaschutzpolitik,
von 31 Staaten des Südens. Das ist schon quasi jetzt nach einem Jahr Wirklichkeit geworden, weil Vanuatu, ein Inselstaat im Pazifik, genau diese Klage jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof vorbereitet. Das heißt, Filme können manchmal auch schon sagen, eine Idee in die Welt bringen, die dann, also ich will nicht sagen aufgrund des Filmes, aber aufgrund sozusagen ähnlicher Ideen oder Gedankenräume, die sich im wahrsten Sinne des Wortes materialisieren, die Wirklichkeit werden. Und in diesem Sinne können Filme die Welt nicht nur verändern, sondern auch ja, etwas in den Köpfen in Gang bringen, was dann Entwicklungssprünge möglich macht. Ich will deshalb ausdrücklich sagen, das ist wichtig. Eure Arbeit ist verdammt wichtig, ja, was ihr macht. Und in dem Sinne bin ich natürlich auch Bettina dankbar, dass sie dieses großartige Projekt in die Welt gebracht hat. Und ich bin sehr gespannt auf eure Arbeiten und freue mich, dass ich hoffentlich euch nicht nur verwirrt habe, sondern ein paar Fragen oder auch etwas Sauerstoff in euer Gehirn gebracht habe, dass ihr inspiriert seid, jetzt erstmal nochmal die Reise anzutreten durch diese verschiedenen dramaturgischen Formen, dass ihr hoffentlich dann auch am Ende inspiriert seid dadurch und nicht verwirrt seid, eure Ideen in eine konkrete Form dann auch zu gießen. Und egal, was dann bei rauskommt, ob es Propaganda, Agitprop, ob es Komödie, Tragödie, ob es ein ganz kurzer Clip ist oder auch vielleicht schon eine längere Recherche, die in ein weiteres Projekt oder nicht nur in Kampagne, sondern in eine konkrete Umsetzung kommt, wo ihr vielleicht aus einem kleinen Schneeball eine kleine Lawine dann entstehen lasst. Das finde ich wichtig, das ist notwendig und in dem Sinne toi, toi, toi für eure Projekte. Und wir machen jetzt, wie ich gehört habe, erstmal eine kurze Pause und dann, glaube ich, könnt ihr Fragen stellen. So habe ich das verstanden. Ja, vielen, vielen Dank, Andres Fall, für dieses tolle, inspirierende, spannende Input. Ja, wie ihr alle sehen könnt, im Chat gibt es verschiedene Fragen aus verschiedenen Ländern. Und fangen wir einfach mal an mit, das erste ist eigentlich keine Frage, sondern ein Gruß von dem deutschen Team und eine Einladung, dass ihr alle, die Interesse habt, bei der Telegram-Gruppe euch eintragt, wo der Link zu sehen ist. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Da haben wir übrigens auch darüber gesprochen, wann wir auch anfangen, euch aktiver auch international innerhalb der Gruppe zu vernetzen. Wir denken, ja, dass es im Moment noch wichtig ist, dass ihr euch auch innerhalb der Ländergruppe vernetzt, aber dass wir dann so gegen Ende des Jahres auch ein bisschen dynamischer, nicht nur einmal im Monat bei unseren Keynotes, sondern auch auf anderen Plattformen, ja, die Vernetzung fördern. Aber es ist toll auch, dass jetzt schon verschiedene Gruppen hier, wie die Ländergruppe Deutschland, die Initiative ergreifen. Ja, fangen wir an mit den Fragen und mit den Kommentaren. Von Jonas Grote. Mich würde interessieren, was der Gedanke hinter den gesellschaftlichen Ausschreitungen war, also dieser Randale, die bei Ökozid zu sehen war, weil Jonas das schon sehr hart findet, diese Straßenschlachten, die dort gezeigt werden. Andres, was ist das für ein dokumentarisches Material und warum hast du dich dafür entschieden, solche harten Auseinandersetzungen zu zeigen? Ja, ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an. Das Problem zunehmend wird ja sein, die Mehrheit der Bevölkerung hinter auch durchaus umfangreiche Maßnahmen, ja, im Klimaschutz zu gewinnen. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die Widerstände extrem hoch sind. Das heißt, es ist immer das Argument, ja, von mir aus soll man Flüge verbieten, aber mit meinem SUV möchte ich weiter in die Innenstadt. Ja, und der gerne fliegt, sagt ja, von mir aus können wir die SUVs verbieten, aber ich möchte weiter in die Karibik fliegen, nur 3-mal im Jahr. Das ist meine Freiheit, freie Fahrt für freie Bürger. Wir erleben ja immer ein Wegschieben. Das heißt, das eigene Segment wird verteidigt und im Prinzip sind alle für Klimaschutz, aber wenn es dann konkret darum geht, die eigenen
Privilegien anzugreifen oder in Frage zu stellen, kommen massive Widerstände. Wir haben das bei Ökozid erlebt, mit wie viel Hass und ja, einer, man kann schon fast sagen, Schmutzkampagne auf Facebook, auf Twitter, Instagram und so weiter, dieser Film überzogen wurde, dass man sah richtig die Wellen und wer da interessiert war, eben das waren die Konservativen, das war aber auch sozusagen Teil der Automobillobby, die natürlich alle einen massiven Einfluss auch auf Medien, auf Presse haben. Das heißt, das hochskaliert bedeutet, dass wenn wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen irgendwie so weiter, dass es niemand wehtut, politisch gesehen, und unternehmen eben viel zu wenig und haben die Katastrophe dann noch schneller und noch weitgreifender. Oder wir haben wirklich eine Politik, die eine Zumutung ist. Und dann müssen wir damit aber rechnen, dass die gesellschaftliche Spaltung zunimmt. Und dann müssen wir auch mit dieser Form von Unruhen und gewaltsamen Ausbrüchen rechnen, weil viele Menschen dann Gelbwesten, nur ein Beispiel in Frankreich, hat man es ja gesehen, wie schnell eben ein zu kurz gekommen sein, ein Beschneiden in Chancen, in Möglichkeiten, in Zugang zu gewaltsamen Protesten führt. Und ich glaube, sowas wäre in Deutschland und in anderen Ländern auch, wenn man wirklich konsequente Klimapolitik auch im Sinne des Verzichtes umsetzt, leider sehr wahrscheinlich. Die nächste Frage kommt aus Bolivien von Adriana. Wie können wir es tatsächlich erreichen, dass wir die Leute in ihrem Herzen anrühren? Was sind da die Elemente, die wir einsetzen können, um die Individuen tatsächlich zur Empathie zu bewegen? Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, selbst empathisch zu sein. Ja, das heißt, dass wir Menschen mit ihrer Wunde, mit ihren Verletzungen zeigen und das auf eine Weise, ob das jetzt Kinder sind oder in Anführungsstrichen Unschuldige, also dass wir Menschen, mit denen sich viele andere identifizieren können, mit ihrer Schwäche oder mit ihrem Ausgeliefertsein, ohne jetzt in den Kitsch zu verfallen. Das heißt, ohne jetzt Heiligenfiguren, Ikonen aus den Menschen zu machen, sie schon mit Widersprüchen auch zeigen, aber eben in ihrer Verletzbarkeit, in ihrer Ohnmacht und in ihrer Verlorenheit. Und ich glaube, dass das etwas ist, was viele Menschen angeht. Ich hatte vorher als Beispiel dieses Bild von dem Zweijährigen, der tot am Strand lag und die Familie, in Teilen die Überlebenden im wahrsten Sinne des Wortes, die dieses Schiffsunglück Geflüchtete eben überlebt haben. Und dieses Foto ging um die Welt, ja, und hat eben, obwohl es anderen tausendfach so ging und da hat niemand reagiert. Und dann ist es dieses eine Foto. Das heißt, es geht, glaube ich, darum, Bilder zu finden, die diese Art von Zerstörung, von Verletzlichkeit in einem Bild ausdrücken. Also das berühmte im Wassertropfen die Welt spiegeln. Ja, in einem einzigen Bild versuchen, Einfühlungsvermögen, Empathie, die Dramatik der Situation einzufangen und gleichzeitig darüber auch einen Handlungsimpuls, müssen wir das zulassen, dürfen wir so etwas zulassen. Ja, und dann sind wir ja im Handeln. Ich glaube, es geht eben nicht nur darum zu schockieren, sondern auch deutlich zu machen, welche Wege führen raus. Wir brauchen beides, weil sonst, wenn wir nur mit dem Schock arbeiten, überwältigen wir und dann kommt die Verdrängung. Ja, dann ist das Bild so schlimm, dass ich eigentlich nicht weiter darüber nachdenken will, sondern in ein Ohnmachtsgefühl reinkomme. Und ich glaube, wenn du fragst, ja, was können wir tun? Ich glaube, dass beides wichtig ist, dass wir erstmal die Menschen aufschließen müssen durch Bilder in dieser Form und dann aber auch Wege ihnen zeigen, ja, wie können wir denn das verhindern? Wie können wir durch eigenes Handeln das unwahrscheinlicher machen, dass das sich wiederholt? Dann kommt als nächstes die Frage von Rosa aus Deutschland. Wie funktioniert Storytelling in so kurzlebigen Medien wie zum Beispiel TikTok? Wie schafft man es trotzdem, Charaktere aufzubauen? Muss man da vielleicht in mehreren Folgen das machen, in mehreren Schritten vorgehen, über mehrere Kurzclips hinweg? Ja, also ich glaube ganz klar, wenn ich vorher
ausführlich darauf eingegangen bin. Zwei Charaktere, die um das bessere Argument ringen und im Shakespeare'schen Sinne beiden Figuren Entfaltungsraum gebe und dass man sie kennenlernt. Das ist natürlich nicht die kurze Form. Die kurze Form bedeutet schnell auf den Punkt bringen. Also dann ist es eben das eine Bild mit 3 Textzeilen. Aber das eine Bild muss dann entsprechend sitzen und es muss entsprechend kommentiert sein und eingeordnet sein. Und dann ist das nächste schon der Handlungsimpuls. Ja? Also dann ist es A, B, C. Dann ist es wirklich runtergebrochen. Schock oder aufschließen oder berühren, ein Bild. 2 Textzeilen dazu, die einen Handlungsimpuls auslösen. Also man könnte klassisch sagen, das AIDA-Modell, Attention, Interest, Desire, Action. Attention durch ein Bild, dann Interest heißt Interesse, tiefer etwas mehr davon zu erfahren, hängen zu bleiben, nicht nur Aufmerksamkeit, sondern heißt, ich habe einen Impuls, einen Wunsch im Sinne des Handelns schon, ja, zu gehen. Das heißt, die Frage, was kann ich selbst tun? Und Action ist dann tatsächlich das Handeln. Und ich glaube, TikTok ist sozusagen das klassische Beispiel für AIDA. Ja? Attention, Interest, Desire, Action. Das heißt, ganz knapp, diese 4 Punkte müssen befriedigt werden. Und wenn ihr am Ende die Action habt, dann seid ihr am Ziel. Ja, weitere Fragen von Sarah. Einerseits, was du dargestellt hast, die offene Reise des Helden oder Heldin, findet sie sehr spannend, also mehrere Perspektiven zu beleuchten. Allerdings wollen viele Menschen ja klare Antworten, beziehungsweise tun sich vielleicht schwer, mit so einer Unsicherheit umzugehen. Wie kann man das auffangen? Ist es nötig, das aufzufangen? Ja, also das ist eine wahnsinnig interessante Frage, die ich mich, wo es kein klares Ja oder Nein gibt, weil natürlich in einer Kampagne muss es eine klare Botschaft geben. Da kann ich nicht ein Entweder oder, eine Ambiguität, eine Ambivalenz einer Figur lange ausführen, weil das ist die lange Form, das ist der lange Dokumentarfilm oder das kann ein Film machen wie Ökozid, wo ich 90 Minuten Zeit habe, ein Figurenpanoptikum aufzubauen und ein, ein Handlungsgerüst mit mehreren Akteuren und so weiter. Also es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einer sehr prägnanten kurzen Form. Und ich glaube, in der kurzen Form ist es natürlich schön, wenn es gelingt, wie im Judo, sagen 2 Antagonisten, Protagonist, Antagonist. Das heißt, ich kann im Judo ja auch eine schnelle Figur machen, wo man erstmal denkt, oh, das wird jetzt kritisch und plötzlich gibt es diesen, mit der Energie des Gegners, werfe ich ihn auf den. Und ich glaube, dass ich durchaus sozusagen das Gegenargument mit reinnehme. Über eine Figur oder über, das kann auch ein Schriftbalken sein, wie auch immer. Also irgendwo, was wir kennen. Ja? Und dann wird es aber elegant sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt und von den Füßen vom Kopf sagen, dass in der Überraschung, wie ein Argument gedreht wird, wie plötzlich etwas passiert in einem Twist, in einer Überraschung, dass mir in dem Moment etwas klar wird. Und das kann alles sehr präzise und sehr knapp sein. Es ist, glaube ich, der Twist, es ist die Überraschung, wie ein Argument gedreht wird, gewendet wird und plötzlich denke ich, aha, so habe ich es noch nicht gesehen. Ja? Oder es hat eine humorvolle Wendung, wo mir plötzlich klar wird, die Figur, die so argumentiert, hat sich eigentlich jetzt lächerlich gemacht, sie merkt es bloß selbst nicht. Ja, und das sind immer, es ist so die Frage, wie weit geht er in die Karikatur, wie weit geht er in die Überzeichnung? Wichtig ist der Twist, ist diese Wendung und das Spiel mit dem Gegner. Also nehmt den Gegner ernst. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir tagtäglich feststellen, wir haben es mit einem wirklich massiven Widerstand zu tun gegen Veränderungen. Und man muss begreifen, warum ist dieser Widerstand so zäh? Warum halten Menschen, obwohl sie es eigentlich besser wissen, an ihren kleinen Privilegien
fest. Eine Frage gleich anschließend. Wie erreiche ich es, dass man sich möglichst gut mit einem Protagonisten identifiziert? Die Empathie hatten wir ja eben schon, aber Empathie kann man ja auch mit Leuten haben, die nicht Protagonisten eines Films sind oder einer Kampagne, aber es gibt ja immer Protagonisten. Wie bekomme ich die Identifikation hin? Ja, einmal ist es wichtig, dass das Ziel des Protagonisten sichtbar, klar wird. Ja, der will was erreichen. Und immer wenn ein Mensch etwas erreichen will, interessiert mich, ja, schafft das oder schafft das nicht? Und damit wird er interessant. Dann kommen Widerstände dazu, wie ich gerade sagte, in der Heldenreise. Allein deshalb identifiziere ich mich mit jemand, weil ich mit seinem Ziel, entweder denke ich, das wird er nie schaffen, oder ich denke, mal gucken, ob er es schafft. Und je nachdem, ich gebe immer das Beispiel gerne, jemand reitet im Nebel, ja, ein Reiter, und hat ein fernes Ziel. Ich weiß aber als Zuschauer, dass 100 Meter weiter ein Abgrund, dass es senkrecht runtergeht. Ja, dann ist eine scheinbar langweilige Reise durch die Nacht mit einem Reiter, der im Nebel ist und diesen Abgrund wahrscheinlich nicht sehen wird und plötzlich einfach mit seinem Pferd 50 Meter in die Tiefe rauscht, nämlich dann in eine Felsenschlucht. Bange ich natürlich anders mit ihm, als wenn ich ihn nur durch die Nacht reiten sehe. Das heißt, einfach überlegen, wie mache ich deutlich, dass das, was dieser Mensch tut, vielleicht gefährlich ist, gefährdet ist, wie zeige ich seine Widersacher, wie gefährlich sind die, mit welchen Mitteln arbeiten die. Und wenn ich das weiß, fieber ich natürlich noch mal mehr mit, ob die Person das Ziel erreicht oder nicht. Das heißt, macht es euren Protagonisten schwer, ja. Ich träume manchmal, wenn ich bei längeren Geschichten träume ich von meinen Protagonisten, von meinen Protagonistinnen, und die beschweren sich bei mir im Traum über das, was ich ihnen zumute. Und ich glaube, dann liegt er auf jeden Fall richtig. Wenn ihr anfangt, von euren Figuren zu träumen, dass die sich bei euch beschweren, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Ja, jetzt gibt es noch einige Kommentare von Sophia aus Bolivien, eher auch zu den ökologischen Perspektiven oder dem, was wir tun müssen. Wie können wir etwas erreichen, eine klimatische Lösung ohne Hochtechnologie einzusetzen? Oder ja, Ihre Fragen gehen sehr stark auf dieses Thema, wie können wir unser Ziel erreichen und eben auch an diesen technologischen Folgen arbeiten und dadurch ein Chaos in der Zukunft vermeiden. Ja, ich glaube, das eine und das andere. Also wir brauchen ganz sicher Innovation. Wir brauchen neue Technologien. Es ist so, dass CO2-Absorption ungefähr pro Tonne CO2 Dollar kostet. Das heißt, eigentlich müsste man im Moment für jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, genau diese $800 an Steuern verlangen. Dann könnte man diese Technologie auch schneller vorantreiben. Aber also ich glaube, man muss auch realistisch sein. Es braucht drei Dinge. Neben der Innovation, neben der Technologie braucht es einen politischen Rahmenplan, die großen Verschmutzer, und 70% der CO2-Emissionen gehen auf das Konto von ungefähr 100 großen weltweiten Unternehmen, ja, Fuel, ExxonMobil etc. Und selbst wenn wir alle jetzt morgen aufhören zu fliegen, kein Fleisch mehr essen und uns nur noch mit dem Fahrrad bewegen, das alleine wird nicht ausreichen. Das heißt, natürlich müssen wir uns auch ändern. Aber das sind 30% und 70% sind diese großen Unternehmen, und die müssen politisch eingefangen werden, unter Druck gesetzt werden durch Steuern etc. pp. Weltweit. Und da müssen wir entsprechend Druck ausüben. Und das Dritte ist eben eine Frage, wohin das Geld fließt. Wir haben immer noch Milliarden. Mit Milliarden wird weiter die Kohleindustrie subventioniert weltweit, mit Hunderten von Milliarden. Und wenn dieses Geld in die Innovation fließen würde, wäre uns schon sehr viel geholfen. Auch das sind politische Entscheidungen, wo wir Druck ausüben können.
Ja, jetzt gibt es noch eine Frage, die wieder direkt eher in die Dreharbeiten oder auf das Geschichtenerzählen abzielt. Wie können Tiere gute Protagonisten sein? Beziehungsweise können sie das überhaupt? Jetzt zum Ja, Beispiel gerade bei natürlich. Dreharbeiten. Ja, also Tiere sind großartige Protagonisten, weil sie unberechenbar sind, weil sie nicht immer das tun, was wir von ihnen erwarten. Und ich glaube in dem Sinne, dass sie eigensinnig sind und dass sie ihren eigenen Willen haben, äh, sind sie schon mal Geschöpfe, die uns deutlich machen sollen, dass eben wir nicht die Herren der Welt sind, sondern dass wir ihnen diesen Raum auch geben. Und Tiere sind in dem Sinne natürlich anstrengend, weil sie eben genau nicht das erfüllen, was wir von ihnen wollen. Und sie zwingen uns zu zwei Dingen, nämlich Geduld und Demut. Und ich glaube, das sind zwei Eigenschaften, nicht nur im Filmemachen, die schwer zu erlernen sind, weil als Regisseure denken wir ja immer, wir sind die Herren oder die Damen der Welt. Wenn wir sagen, der Schauspieler muss jetzt von rechts nach links gehen, dann macht er das in der Regel ja auch. Und bei Tieren können wir Demut lernen. Ja, wenn ich einer Katze sage, jetzt kletterst du mal den Baum hoch und dann guckt die mich vielleicht nett an und macht das Gegenteil, sie geht nämlich nach links aus dem Bild. Und natürlich gibt es Tiertrainer, die dem was entgegensetzen, die uns da eine gewisse Möglichkeit eröffnen, dass die Katze tatsächlich auf den Baum geht, aber vielleicht tut sie es trotzdem nicht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön in der Arbeit, dass wir lernen, nicht alles, was wir wollen, wird uns erfüllt. Ja, dann gibt es eigentlich momentan keine weiteren Fragen in der Chatliste. Nur noch eine weitere Info, die kommt von den Kollegen und Kolleginnen aus Paraguay, äh, wo jetzt gerade eine Climate Week, also eine Klimawoche organisiert wird von Seiten der Europäischen Union, wo es ein virtuelles Treffen gibt mit einigen Leuten der Initiative Ohne Kerosin nach Berlin. Ja, wieder eine tolle Initiative und ich denke, wir werden im Laufe unseres Projektes auch noch viele Vernetzungen hier zustande bringen und noch viel voneinander lernen und Infos austauschen. Jetzt gucke ich noch mal. Ja, es ist doch noch eine Frage gekommen und zwar von Martina aus Argentinien. Glaubst du, dass es wirklich möglich ist, die Klimakrise rückgängig zu machen? Die Situation, die politische Situation in Argentinien ist zum Verzweifeln und in diesem Kontext, ja, fällt es mir teilweise schwer, mich zu inspirieren, um positive Botschaften zu entwickeln. Hast du dich auch schon mal so gefühlt? Und wie schaffst du es, dich trotzdem zu inspirieren oder aus diesem emotionalen Zustand dann wieder herauszukommen? Ja, also ich kann das, Laura, absolut nachvollziehen, dass ich immer wieder ähm, ja, diese Momente hatte, wo ich dachte, warum und wozu das alles, zuletzt bei Ökozid, als dann diese Welle von Hass und Ablehnung und Schmähung und Beschimpfung auch durch die Medien in Teilen, also es war sehr polarisiert, aber wo ich dachte, wie können Menschen weiterhin vernünftige Menschen den Klimawandel als nicht menschengemacht darstellen. Zum Teil auch Freunde von mir, muss ich sagen. Ja, es geht ja in die Mitte der Gesellschaft, die dann von Sonnenflecken anfangen und dass es schon immer Heiß- und Kaltzeiten gegeben hat. Und wo ich denke, ja, man kann auch diskutieren, die Erde ist eine Scheibe. Ja, aber ich habe darüber keine Lust mehr zu diskutieren. Und es ist natürlich auch ein Gefühl zwischendrin dann von Ohnmacht und Resignation, dass es so viele Menschen gibt, die eben nicht mitziehen. Aber ich glaube, wir müssen uns auf die konzentrieren, die erreichbar sind. Und das sind ja einige. Und deshalb ist ja diese Initiative so toll, dass jetzt in 7 Ländern ihr dabei seid, weil das ist wie die Hefe im Brot, beim Brotbacken. Es ist eigentlich ein kleiner Klumpen, ja, der aber das Brot zum Treiben bringt. Und in dieser Hinsicht müssen wir uns, glaube ich, als Hefe verstehen,
dass wir dem Brot schon nochmal die richtige Form geben. Das heißt, dass es groß wird, dass es mehr wird, dass es da nicht nur so einen kleinen Teigklumpen gibt, sondern die Hefe treibt es eben auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist meine Hoffnung. Also ich pendel auch zwischen Resignation, wenn ich sehe, mit welcher Wucht und Schnelligkeit der Klimawandel voranschreitet und mit welchen kleinschrittigen, mutlosen Schritten die Politik folgt. Aber der Druck, wir können ihn ja nur verstärken von unten. Und jeder da, wo er steht und jeder da mit seinen Möglichkeiten und dazu stehen, in die Haftung gehen, dass wir das tun. Und dass wir es nicht nur tun wollen, sondern dass wir es tun müssen. Wer, wenn nicht wir? Und wann, wenn nicht jetzt? Ja, wer, wenn nicht wir und wann nicht, wenn nicht jetzt? Das war übrigens auch der Titel von einem Spielfilm von Andres Pfeil. Ich finde das wirklich beeindruckend, wie du dich in deiner ganzen künstlerischen Karriere immer wirklich so ja, auf der Grenze zwischen Fiktion und Dokumentarfilm bewegst und auch mit was für einem sozialen Engagement du deine ganzen Drehbücher schreibst, egal ob es Dokumentarfilm-Drehbücher sind oder fiktionale Sachen. Ich kann euch allen wärmstens empfehlen, die es noch nicht getan haben, den Film Ökozid zu sehen, der noch bis 6. November per Streaming abzurufen ist über die Links, die ihr auch bekommen habt. Ich finde es wirklich toll, wie du uns wirklich in so kurzer Zeit einen sehr, sehr guten Überblick über das Storytelling gegeben haben aus dem Filmbereich, weil wenn wir uns Filme angucken und bei den guten Filmen lohnt es sich auch, sich die manchmal mehrere Male anzugucken, um dann tatsächlich zu sehen, wie sind die Drehbücher aufgebaut. Also auch bei einem Film wie Ökozid. Guckt ihn euch, wenn ihr Zeit habt, sogar vielleicht noch ein zweites Mal an, weil beim ersten Mal, wenn wir eine gute Geschichte wahrnehmen, sind wir ja immer überwältigt, auch von unserem emotionalen Zugang. Es wurde ja erwähnt, Identifikation mit den Figuren, Empathie, Spannung, Suspense, das hat Andres ja auch alles erwähnt, ne, wie wir manchmal mitfiebern mit bestimmten Protagonisten. Und wenn ihr euch dann einen guten Film ein zweites oder ein drittes Mal anguckt und euch dann vielleicht sogar Notizen macht, dann könnt ihr sehen, wie ist denn so ein Drehbuch aufgebaut? Wie ist ein dramaturgisches Konzept aufgebaut? Manchmal kann man ja sogar die Drehbücher sich aus dem Internet runterladen und ich möchte euch wirklich auch alle dazu ermutigen, das zu tun. Lasst euch von guten Geschichten inspirieren, aber geht dann auch in die Details rein, lernt von den guten Drehbuchautorinnen und von den guten Regisseuren. Und wir werden ja auch dieses Thema Storytelling in den nächsten Wochen auch noch vertiefen mit unserem Workshop, wo es tatsächlich auch so ein bisschen in die Details geht. Also angefangen von dem, was Storytelling auch in unserem kollektiven ja, Gedächtnis und in unserer kollektiven Imagination bedeutet und wie uns teilweise jetzt auch in Zeiten der digitalen Plattformen bestimmte Serien von Netflix oder so weltweit auch tatsächlich bereichern und wir über die Grenzen hinweg diskutieren. Und in diesem digitalen Modul werden wir dann aber auch einige Sachen vertiefen, die Andres angesprochen hat. Die verschiedenen Stadien einer gut erzählten, spannenden Geschichten. Oder, was du auch sehr schön gesagt hast, die Heldenreise oder die Heldinnenreise heute, ja, auch immer mehr eine Heldinnenreise. Und wir werden uns angucken, wie schaffen es gute Autoren und Autorinnen tatsächlich dann auch diesen Suspense, einerseits die Spannung und die Identifikation und die Empathie herzustellen zu den Protagonisten und Protagonistinnen. Jetzt sehe ich, dass noch, ja, kurz im Chat ein Kommentar ist. Von der Kollegin Sabine Hensch. Herzlichen Dank für diesen inspirierenden Beitrag, lieber Andres. Und ich möchte Bettina beipflichten und das sogar noch erweitern. Alle Filme von Andres Pfeil sind mehr als einmal absolut sehenswert. Liebe Grüße aus La Paz. Und dann nochmal eine Abschlussfrage von Sarah Brockhaus. Hast du noch einen Tipp für uns, wie wir zu guten Storytellern werden? Ich glaube, erstmal mit Neugierde in die Welt gucken, was sind eure Fragen? Und dann überlegen, über welche Figuren könnten wir die erzählen? Und wer inspiriert euch? Ja, guckt euch Beispiele an von anderen Clips, von
Wo ist eine Figur, die paradox, also fangt einfach an, Geschichten euch gegenseitig zu erzählen. Ja, fangt an zu träumen. Jeder hat eine ganz andere Temperatur. Der eine fängt an, sich zurückzuziehen und einfach die Augen zuzumachen und sich eine Geschichte auszudenken. Der zweite beobachtet, sagt, ich muss in die Welt gehen. Also ich hatte ja das Beispiel von Kreislaufwirtschaft. Ja, wer macht das? Wo gibt es eine Forschung in die Richtung? Wo inspiriert mich jemand? Den besuche ich. Ja, einfach den Schritt rausmachen in die Welt. Das ist sozusagen das zweite Beispiel, eben nicht der eigenen Fantasie folgen, sondern rausgehen, neugierig sein, Fragen stellen und dann daraus eine Geschichte zu entwickeln. Also sich erstmal im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen die eigene Erfahrungswelt reicher machen. Ich kann sagen, ich bin da immer belohnt worden. Also ich bin eher jemand, gehöre eher zur zweiten Gruppe. Ich bewundere Menschen, die herausholen. Ich muss immer in die Welt gehen und Menschen fragen und mich manchmal von ihren Antworten irritieren, manchmal inspirieren lassen und weitersuchen unter Umständen. Ja, also geht in die Welt und wenn ihr diese innere Notwendigkeit habt, dass ihr unter dem Zustand dieser Welt leidet, werdet ihr immer Menschen finden, die Antworten haben, die auf der Suche sind. Und ihr folgt diesen Suchbewegungen, die inspirieren euch und daraus entstehen die Geschichten. Ja, es sind eigentlich immer Suchbewegungen, es sind immer Fragen. Am Anfang ist die Frage und die Frage hat eine Energie und die bringt euch dann weiter. Also geht raus und recherchiert, stellt Fragen, unbequeme Fragen. Und auch manchmal braucht man Werkzeuge dazu, also sozusagen kleine Kneifzangen oder wenn Menschen nicht gleich bereit sind, seid hartnäckig, lasst euch nicht gleich abwimmeln. Fragt dreimal nach, wenn sie sagen, ja, da ist ja jetzt keine wichtige, in Anführungsstrichen, Nachrichtenagentur dahinter oder kein wichtiges Medium. Es sind ja jetzt ist eine Gruppe von jungen Influencern. Nein, sagt, wir sind dabei, irgendwann werden uns Millionen zuhören oder zuschauen. Wir wollen sie jetzt dabei haben. Ja, und kämpft um die Protagonisten, kämpft drum, lasst euch nicht abwimmeln, weil das, was ihr tut, ist wichtig. Und von daher, jeder, der euch abwimmelt, ist ein Idiot. Ich denke, wir sind alle sehr, sehr zufrieden mit dieser Keynote und mit der lebendigen Debatte. Vielen, vielen Dank, Andres Feil, dass du hier warst, dass du ja deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und vielen Dank auch für eure Beiträge, für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute und viele spannende Inputs bei der nächsten Workshop-Phase. Und wir sehen uns dann in einem Monat wieder zu der nächsten Keynote zum Thema Narrative und Framing. Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.